Die Morgensonne tauchte die Wiese in ein sanftes, weißes Licht. Die Flusspferde zogen fort und ließen nur Mutter und Kind allein in der weiten, offenen Landschaft zurück. Kurzes grünes Gras, durchsetzt mit brauner Erde, erstreckt sich friedlich, eine sanfte Brise weht hindurch und bringt ein vertrautes Gefühl der Ruhe mit sich. Das Nilpferdbaby bewegte sich langsam, da eines seiner Hinterbeine in einer großen Eisenfalle eingeklemmt war, was die Fortbewegung erschwerte. Es blieb mehrmals stehen und atmete schwer vor Erschöpfung nach einer langen, anstrengenden Nacht. Das Nilpferdmuttertier stand in der Nähe und beugte sich hinunter, um ihr Kalb sanft zu berühren, eine beruhigende, instinktive Geste. Sobald die Vogelschar außer Sichtweite war, kehrte Stille in die Umgebung ein. Das Nilpferdbaby setzte sich mit weit geöffneten Augen ins Gras, verwirrt über seine eigene Situation. Das Nilpferdmutter hob den Kopf und blickte sich um, ihre Augen verrieten deutlich ihre Besorgnis. Auf der vertrauten Wiese umfing Mutter und Tochter stillschweigend ein Gefühl der Gefahr. In diesem Moment begann der Mutterinstinkt, sie zu einer wichtigen Entscheidung zu leiten. Das Nilpferdbaby lag still im Gras, sein Bein fest an seinem Platz, sodass es seiner Mutter nicht weiter folgen konnte. Das Nilpferdmutter drehte den Kopf in die Richtung, in die die Herde gegangen war, dann wandte sie ihren Blick langsam wieder dem vertrauten Pfad zu. Nach kurzem Zögern ließ es seine Jungen zurück und rannte los in Richtung des von den Menschen benutzten Feldwegs. Schwere Schritte knirschten auf dem kurzen grünen Gras, die weiche Erde spritzte sanft im Morgenlicht. Mitten auf dem Wanderweg tauchte ein Nilpferdmutter auf und stand vor einem Streifenwagen, in dem Parkwächter saßen. Das Auto bremste ab und kam zum Stehen, sehr zur Überraschung der Insassen. Das Nilpferdmuttertier stand still, zeigte keinerlei Anzeichen von Aggression, atmete nur schwer und blickte in Richtung Grasland. Dieses ruhige, aber ungewöhnliche Verhalten erregte schnell Aufmerksamkeit. Es machte ein paar Schritte vorwärts, dann drehte es den Kopf zurück, als wolle es jemanden hereinbitten. Unter dem hellen weißen Licht wurden die Absichten der Nilpferdmutter allmählich deutlich. Daniel Okoro stieg aus dem Auto, hielt Abstand und beobachtete die Umgebung aufmerksam. Lukas Mwangi erkannte, dass das Nilpferd sie offenbar irgendwohin führte. Bei näherer Betrachtung erkannte Daniel Okoro, dass es sich bei dem Nilpferdmuttertier um ein Tier handelte, das zuvor von der Rangerstation betreut worden war. Er erinnerte sich an die Zeit, als es während seiner Schwangerschaft im Molchison-Falls-Nationalpark Unterstützung erhielt. Das Nilpferdmuttertier war an Menschen gewöhnt und zeigte in ihrer Gegenwart keinerlei Scheu. Es drehte den Kopf zur Wiese und blickte dann mit flehendem Blick zurück zu den Rangern. Lukas Mwangi nickte, denn er verstand, dass hier stillschweigend um Hilfe gebeten wurde. Ohne lange zu diskutieren, beschlossen die beiden schnell, der Nilpferdmutter zu folgen. Das Auto fuhr langsam dahinter und hielt einen sicheren Abstand. Das Nilpferdmutter blickte während ihrer Flucht immer wieder zurück, als wollte sie sich vergewissern, dass die Menschen ihr noch folgten. Vor uns erstreckte sich im gleichmäßigen weißen Licht kurzes, grünes Gras. Ein Gefühl der Dringlichkeit machte sich breit, als sie sich dem Ruheplatz des Nilpferdmuttertiers näherten. Das Nilpferdmuttertier blieb neben einer Stelle mit niedrigem Gras stehen, wo ihr Junges auf dem kühlen Boden ruhte. Die große eiserne Falle war um das Hinterbein geklemmt, sodass sich das Kalb nicht befreien konnte. Das Nilpferdbaby atmete langsam, sein Körper war erschöpft nach stundenlangen Bewegungsversuchen. Das weiße Licht fiel auf die Grasfläche und verdeutlichte ihren prekären Zustand. Das Nilpferdmuttertier stand in der Nähe, angespannt, aber mit dem nötigen Abstand. Daniel Okoro gab Lukas Mwangi ein Zeichen, sich ihm sehr langsam zu nähern. Die Ranger sprachen leise, um Mutter und Kind nicht zu erschrecken. Das Nilpferdbaby rührte sich leicht und gab ein leises Geräusch von sich. Die Falle verfügt eindeutig über einen sicheren Verriegelungsmechanismus, der nicht von Hand entfernt werden kann. Lukas Mwangi ging zurück zu seinem Auto, um eine spezielle Metallschneidzange zu holen. Jeder Schritt war sorgfältig kalkuliert. Ruhe zu bewahren ist jetzt extrem wichtig. Daniel Okoro stand vorne und beobachtete das Geschehen, während Lukas Mwangi neben dem Fuß kniete, der in der Falle gefangen war.
Die große Zange wurde genau an der entscheidenden Stelle der eisernen Falle positioniert. Ein leiser, metallischer Klang hallte durch die stille Wiese. Das Nilpferdbaby erschrak und legte sich dann schnell still hin, weil es müde war. Das Nilpferdmutter machte einen Schritt nach vorn, blieb dann aber stehen, als sie sah, dass die Ranger ruhig blieben. Lukas Mwangi konzentrierte seine Kraft, seine Bewegungen waren entschlossen, aber langsam. Nach wenigen Sekunden öffnete sich die Falle vollständig. Das Nilpferdbaby gab ein leises Geräusch von sich und legte sich dann zum Ausruhen ins Gras. Die Ranger untersuchten und behandelten den betroffenen Fußabdruck umgehend. Daniel Okoro beobachtete die Reaktion des Nilpferdmuttertiers, um sich von ihrer Sicherheit zu überzeugen. Die beiden Männer arbeiteten zusammen, um das Nilpferdbaby auf eine spezielle Trage zu heben. Das Nilpferdmuttertier blieb in der Nähe und wich ihm nicht von der Seite. Das Nilpferdbaby wurde sicher in das Rettungsfahrzeug gebracht. Der Konvoi kehrte sofort zur Rangerstation zurück. Das Rettungsfahrzeug durchquerte die kurze grüne Wiese unter dem gleichmäßigen weißen Licht. Das Nilpferdmutter lief den ganzen Rückweg neben dem Auto her. Nach ihrer Ankunft am Bahnhof wurde die Nilpferdmutter in ihr gewohntes, halbwildes Gehege geführt. Es richtete seinen Blick weiterhin auf den Veterinärbereich. Das Nilpferdbaby wurde in eine Spezialpflegeeinheit verlegt. Der Innenraum ist ruhig und in sanftes weißes Licht getaucht. Daniel Okoro stand draußen und beobachtete die Szene nachdenklich. Lukas Mwangi unterstützte das Tierärzteteam bei den Vorbereitungen für die Behandlung. Jeder Handgriff wurde langsam und sorgfältig ausgeführt. Eine neue Phase der Reise beginnt. Das Tierärzteteam reinigte und versorgte den betroffenen Beinbereich gründlich. Die Stiche werden sorgfältig unter gleichmäßigem weißem Licht ausgeführt. Dem Nilpferdbaby wurden Medikamente zur Unterstützung seiner Genesung verabreicht. Seine Atmung wurde allmählich regelmäßiger. Sobald die Pflege abgeschlossen ist, wird das Nilpferdbaby in sein halbwildes Gehege zurückgebracht. Das Nilpferdmutter näherte sich sofort und berührte erleichtert sanft die Nase ihres Babys mit seiner Brust. Mutter und Tochter standen eng beieinander, und allmählich kehrte ein Gefühl der Geborgenheit zurück. In den folgenden Tagen übte das Nilpferdbaby das Stehen und langsame Gehen. Es begann neben seiner Mutter auf kurzem, grünem Gras zu grasen. Die Nilpferdmutter beobachtete ihr Kalb mit einem zunehmenden Gefühl der Beruhigung. Die Ranger überwachen die Lage aus der Ferne, ohne dabei jemanden zu stören. Die Weide in der Scheune wurde von Tag zu Tag friedlicher. Eine Woche später, als das Bein gut verheilt war, wurde der Verband im Morgenlicht entfernt. Das Nilpferdbaby steht jetzt schon viel sicherer und seine Schritte sind selbstbewusster als zuvor. Daniel Okoro und Lukas Mwangi bereiteten das Fahrzeug vor, um Mutter und Kind zurück zur Weide zu bringen. Die Autotür öffnete sich und gab den Blick frei auf die vertraute Umgebung des Mochison-Falls-Nationalparks. Das Nilpferdbaby stieg herunter und sog den Duft von grünem Gras vermischt mit Erde ein. Das Nilpferdmutter drehte den Kopf und blickte einen Moment lang zurück zur Rangerstation. Mutter und Tochter gingen gemeinsam über die weite Wiese. Aus der Ferne beobachteten die Ranger das Geschehen schweigend und mit einem Gefühl der Erleichterung.